Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Dennis immer noch aus Hamburg. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt's gesehen. Douglas Top 10 Bestenliste möchte ich euch heute vorstellen. Ich habe das ja letztens schon mit Nutino gemacht und ihr wart sehr überrascht, genauso wie ich. Und ich bin auch wieder jetzt überrascht. Ich werde nicht so viel verraten. Fakt ist nur, wenn ich die richtig gelesen habe, soll das die Wochenliste sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich denke mal, das ist die Allgemeinverkaufsliste. Aber wenn es die Wochenliste ist, okay. Aber dann, dann bin ich noch mehr überrascht, als wenn es die ganze Liste ist. Ne? Und ich muss noch erwähnen, wir leben 2023. Das habt ihr schon mitbekommen. Und ja, es ist sehr nice. Bevor ich anfange, für alle Neuen, die das erste Mal hier jetzt auf meinem Kanal sind, bleibt bitte hier. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und natürlich die Glocke zu drücken, weil dann verpasst ihr kein Video mehr, weil hier gibt es genug Videos. Yes, und schaut auch gerne mal in meinen Merchandise-Shop, da gibt es auch genug. So, dann denke ich mal, wollen wir mal anfangen. Der erste, yes, Lemal. Ja, das ist jetzt keine große Überraschung, die war auch bei Notino dabei, ich glaube, aber ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Höher. Ich habe die gar nicht mehr im Kopf jetzt. Muss man nicht viel zu sagen. Der Kaugummi-Duft, der Lavendel, Tonkabohnen-Duft, richtig nice. Strahlt immer noch extrem gut aus, aber für einen selber ist ja nicht mehr so wie die alte Version. Man kann schnell nasenblind, geruchsblind werden, wie auch immer. Aber der Duft funktioniert einfach noch. Das ist jetzt für mich nicht ganz so eine große Überraschung. Den kaufen immer noch die Männer, die Jungs, die Jugendlichen, was auch immer. Das ist einfach Fakt. Es ist aber auch ein geiler, wenn das nicht so viel nerven würde, geiler Duft. Ja, der alte Matrose, würde ich mal sagen. Und ja, der ist sehr nice. Platz 10, Cool Water, Davidoff. Ja, auch der war bei Nutino drin. Und ja, es ist immer noch ein schöner, frischer, abgekühlter Duft, der abkühlt. Und ja, er ist sehr synthetisch, aber nur noch. Früher war er schön grün, moosig. Das ist er nicht mehr. Ich bin auch nicht so überrascht, dass er nicht mehr, sondern dass er da drin ist. Aber wenn das wirklich eine Wochenliste ist, okay. Ja, ich bin der Meinung, es ist eine gesamte Liste. Das, was so stehen, vielleicht guckt auch einer zu von Douglas, der kann das ja mal unterschreiben. Auf jeden Fall, dass der gut geht, vielleicht noch, aber dass der in der Woche, verfolge das schon länger, immer dabei ist. Okay, aber lassen wir es so stehen. Nichts gegen den Duft, ne? Nochmal, gegen keinen Duft. Sehr nice. Aber Platz 9. Platz 8, ja, ist der meistverkaufteste Duft aller Zeiten. Acqua di Gio, das Eau de Toilette. Ja, das ist einfach, habe ich nicht hier, deswegen werde ich ihn einblenden. Ich habe nur das Profumo hier und das Profondo oder wie das heißt. Ich bin nicht so ein Fan von Eau de Toilette, aber es ist einfach ein frischer Duft, sauber. Ihr kommt überall damit gut an. Ihr könnt ihn überall benutzen, im Büro und so weiter und so fort. Es macht nichts. Dieser Duft ist einfach da. Und dass der einfach natürlich in der Liste drin ist klar. Ich glaube, ich werde das ja bei einigen machen, eventuell wird er wahrscheinlich überall mit bei sein. Ne? Muss ich sehen und dann die Liste bekommen. Aber Fakt ist, ja, Lemal, Cool Water, Acqua di Gio. Wir haben schon wieder 3 alte Düfte bis jetzt. 3 alte Düfte und ihr kennt das ja von den Notino-Video. Wer das noch nicht geschaut hat, schaut bitte. Es ist wirklich amüsant. Es ist, wie gesagt, ich muss das betonen, nichts gegen die Düfte. Die sind alle gut, außer Acqua di Gio bin ich jetzt nicht so Fan. Vielleicht muss ich mal wieder probieren, aber das wäre dann das 4. Mal, weiß ich nicht. Das neue Parfüm ist auch besser als das Eau de Toilette, meiner Meinung nach. Ja, aber Platz 8, Acqua di Gio. So, Platz 7 war nicht bei Notino drin. Das habe ich noch im Kopf und zwar CK1. Yes. Ich kenne einen Kumpel, einen Bekannten, der trägt ihn immer. Schon seit zig Jahren immer noch und er mag ihn und ja, CK1. Mandarine, Zitrone, dieses übliche und dann diese frische. Ich habe den auch in groß hier. Ich habe ihn lange nicht gerochen, aber das ist auch so ein, der steht einfach für sich. Der ist einfach präsent, der ist einfach da. Es ist CK1, Calvin Klein, man. So, da kann man nichts gegen sagen. Und ja, ist auch dabei. Aber wieder Nummer 4, alter Duft. Ne? Alter Duft. Ja, der hat schon ein paar Jahre auf dem Puckel und ja, einfach ein erfrischender
nicht aquatisch, cremiger, frischer, zitrischer Duft, der immer funktioniert und immer gut ankommt. So, Platz 6 habe ich natürlich nicht da und da bin ich auch nicht so hinterher. Das ist Diesel Only the Brave oder wie der heißt. Ja, das ist auch mit der Mandarine. Ich stelle dir den vor, ich habe den noch nicht mal gerochen. Ich habe nur mal reingeschaut, es ist auch ein leicht fruchtig, zitrischer, mit Koriander allerdings auch drin. Mandarine, Zitrone, Koriander. Ja, ich kann ihn jetzt nicht beschreiben, weil ich ihn nicht kenne. Und ja, mag anscheinend ganz gut sein, weil bei Douglas ist auf Platz 6. Diesel, Only the Brave. Muss ich vielleicht mal testen gehen, der ist so an mir vorbeigegangen. Ja, aber das ist eben so. So, Platz 5. Der Johnny Depp Duft. Ihr wisst eigentlich schon, was kommt. Savage. Eau de Toilette. Ja, Frauen mögen diesen Duft immer noch. Nicht jede Frau, aber die meisten. Und ja, das ist einfach der Boss. Ne? Was soll man anderes sagen? Auch hier wieder Mandarine, Zitrone, Bergamotte am Start und dazu ein bisschen Holzigkeit in meinen Augen. Sehr, sehr nice. Das ist die alte Version noch, die funktioniert einfach wunderbar über Stunden. Habe ihn aber, oder wann war das? Vor ein paar Monaten, vor 2, 3 Monaten, habe ich mal gesprüht, mehr gesprüht. Ich habe ihn leider kaum wahrgenommen. Von diesem Duft wärst du eventuell jetzt, wenn man auch jeden Tag andere Düfte riecht, nasenblind. Das Parfüm habe ich abends dann mal raufgesprüht, das habe ich länger gerochen. Also es ist immer Tagesform, das ist immer Nasenform, würde ich mal behaupten, der Nasenmann. Und jeder, wenn da was drin ist, was deine Nase an den Tag nicht mag, ist das eben so. Aber normalerweise, das ist die alte, also ich weiß das ja, der hält ewig und der strahlt auch ewig aus. Also natürlich haben Leute gesagt, ah, hast du Savage, daran sieht man das, also er strahlt aus, aber für einen selber, jedenfalls bei mir war es so nasenblind. Aber er funktioniert einfach noch, Platz 5 bei Douglas. Ja, Platz 4 war auch bei Notino. 1 Million, yes, 1 Million, auch hier Mandarine, allerdings süße, zuckrige Mandarine und ja, einfach ein süßer Duft, ein Clubduft, ein Banger-Duft, würde ich schon fast behaupten, immer noch. Allerdings, man kann ihn jetzt öfters tragen, wieder, weil er ist so ein bisschen weg. Also so viel tragen ihn nicht mehr, aber wenn ich ihn sprühe, oh, ja, das ist die 1 Million DNA, das ist auf die Fresse, obwohl die Version nicht mehr so stark ist. Die ist jetzt, ich glaube, der hier ist jetzt, der Goldbatzen hier ist jetzt, keine Ahnung, 9. Das ist absoluter Quatsch. 2 Jahre alt, glaube ich, oder 1,5. Ist nicht mehr so stark wie die alte Version. Ich habe viele Versionen, das wer also, ich kann mal einen Tipp geben, wer das absolute Gold irgendwo findet. Da ist zwar Oud mit drin, aber das ist ein Biest und das ist der beste Flanker in meinen Augen. Gehen wir von den richtigen 1 Million aus. Ich rede nicht von Privé oder Lucky. Die beiden sind nice, aber das absolute Gold ist eingestellt worden schon lange. Aber wenn ihr das bekommen könnt, geil. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Aber den hat nicht jeder. Und ich habe ihn da, aber das bringt ja jetzt nichts. Das Original Eau de Toilette ist ja auf Platz 4. Und ja, schaut mal, wenn ihr den anderen finden könnt. So, Platz 3 hat mich extrem überrascht. Und zwar Hugo Boss mit Hugo. Ja, Hugo. Ja, hilft auch nicht, wenn du Boss trägst, wenn du wie Hugo ausschaust, ne? Leute, der Duft, ich habe den nicht hier. Ihr seht es ja, weil ich ihn einblende. Ich habe den lange nicht gerochen. Es ist weiß es aber, dass da Apfel drin ist, Minze, glaube ich, also so eine Art, oder es ist ein frischer Apfel-Minzduft, glaube ich. Noch viele andere Sachen waren da. Also es ist eigentlich gar kein schlechter Duft. Der erinnert mich auch früher an meinen Onkel. Das war die Zeit, wo, na, war es nicht ganz die Zeit, aber Lemal, Job Om, Hugo, Bosse, Boss Bottle etc., pp. Und so weiter. Kann man immer noch gut tragen. Aber Leute, nochmal, auch das wieder ein alter Duft. So, Faktum, ne, kriegt ihr auch ein geiles T-Shirt bei mir in Shop, schaut mal, Faktum. Das Ding ist, es kommt ja noch Platz 2 und 1. Es ist kein aktueller Duft in der Liste drin, das kann ich jetzt schon sagen. So, Hugo auf 3. Platz 2, ja, ist wenn ihr den aufsprüht, habt ihr den geilsten, es ist eine sehr geile Kopfnote, aber Paco Rabanne, das sage ich jetzt, ihr wisst dann schon, was kommt, weil welcher Paco Rabanne soll nach 1 Million kommen, hat gute Kopfnoten. Er zerstört mit Kopfnoten. Und diese Kaugummi-Note, sorry, von Invictus, das Eau de Toilette, ist wirklich, ich glaube, da kann jetzt wirklich keiner was sagen. Selbst im Nischenbereich wurde das nachgemacht. Frisch, Kaugummi-Style, süß, nice. So, Platz 2.
Das sind Düfte, ich muss da nichts zu sagen, es ist einfach geil. So. Natürlich sind die ausgelutscht mal, aber sie kommen auch wieder, weil das ist immer der Zeit, der wurde auch totgetragen, meiner Meinung nach. Natürlich nicht so wie das One Million und andere. Aber was heißt totgetragen? Bei One Million, bei ihnen sagt man das und bei CK1 sagt man es nicht. Man sagt es einfach nicht. Ja, da kannst du sehen, die haben Stellenwert, das ist ein Klassiker. Das ist noch kein Klassiker. One Million ist auch noch kein Klassiker. Ne, sagen vielleicht viele, ist aber nicht so, weil Cool Water sagt auch keiner totgetragen. Aqua di Gio sagt auch keiner ist totgetragen. Deswegen, das sind Klassiker, die funktionieren einfach. Aber hier, wer einen Kaugummi-Style-Duft haben möchte, ja, der ist auf jeden Fall sehr gut bedient mit dem Duft. So, jetzt kommt Platz 1. Und er war auf Platz 1 auch bei Notino. Ja, Boss Bottle von Hugo Boss. Was soll ich anders sagen? Einfach sprühen. Boss Bottle, der Boss. Der Apfel. Nicht ganz so übertreiben, ne? Der Apfelkuchenduft, Apfelvanille, mehr müsst ihr nicht wissen. Dazu fruchtig, das ist geil, das ist geil. Er ist auf 1 bei Notino, er ist auf 1 bei Douglas. So, aber nun sagt mir bitte, ich muss ja zu den Duft nicht mehr sagen, ich stelle ihn mal hier hin. Nun sagt mir doch mal bitte, meint ihr, dass das die wöchentliche Verkaufsliste ist oder so Bestenliste? Also ich kann mir vorstellen, dass einige, auch ältere Herrschaften, diese Düfte noch kaufen. Ja, aber dass das insgesamt, es ist ja gar kein aktueller. Der Ornise Wave, glaube ich, ist ja auch nicht der neueste. Also wo sind die ganz neuen? Und es ist auch nicht Aventus, Creed Aventus ist auch hier nicht dabei. Ich bin gespannt, wenn ich die anderen mache, wenn ich das finde. Das mache ich natürlich gern für euch. Und ja, es ist interessant, ne? Oh, ich habe das immer gesagt. Alle labern, Rhabarber, ne, und so weiter. Aber ich habe immer schon gesagt, ihr müsst eigentlich im Endeffekt, ach nee, lassen wir das. Dann wird das Video so lange gehen. Aber grundsätzlich, es sind Designer. Ich bin ein Verfechter für Nischendüfte auch. Ich greife nochmal für die neuen. Ich greife auch mehr zur Nische. Es ist auch geil. Aber auch in Nische gibt es Mist und bei Designer gibt es Mist und gibt es sehr Gutes. Beziehungsweise aktuell, sage ich mal, mittel bis gutes. Sehr gutes ist so ein bisschen schwierig. Und in Nische ist natürlich gutes bis sehr gutes und Meisterwerke aktuell. Aber wie gesagt, da gibt es auch Blödsinn. Aber ich greife mehr zur Nische. Ich stehe nebeneinander, Designer, und ich greife immer mehr zur Nische. Ja, ich bin aber trotzdem Designer gehören in die Parfümwelt. Die waren, glaube ich, auch als erstes da. Also ich stelle immer oder werde immer Designer vorstellen. Ich werde alles vorstellen, weil es dazugehört. So, ich bin nicht besser, wenn ich nur Nische vorstelle, Mann. Das denken ja viele, was weiß ich. Auf jeden Fall ist es nicht so. So. Und ich habe immer gesagt, ich glaube, dass einfach die Designer und vor allen Dingen Oldschool, Klassiker mehr verkauft werden, immer noch. So, und das ist so, das bestätigt mein Ding, das ist Wahnsinn. Aber dass nicht irgendwelche anderen mal dazwischen sind, das ist doch erstaunlich, finde ich. Und das hätte ich auch nicht erwartet. Bei Douglas also Diesel hätte ich gar nicht erwartet. Wir müssen mal hier Tacheles reden. Also, ne, Diesel hätte ich never erwartet. So, ganz ehrlich. So, und es ist nichts gegen die Marke, aber ganz ehrlich, Diesel. So, und ist auch jetzt wieder gut gewesen. Nichts gegen die Marke, Diesel. Nein, so meine ich das nicht. Aber das ordentlich, ja gut, ich denke mal, sehr viele Jugendliche werden die gekauft haben. Ja, wir können jetzt so weiterführen, aber es ist interessant. Aber es waren also Aqua di Gio habe ich mir gedacht, Boss Bottle habe ich auch gedacht. Ich hätte aber nur nicht gedacht, dass es auch hier wieder auf 1 ist. Aber ihr schreibt mal runter, was ihr so meint und so weiter. Ich will mich abschweifen. Beste Grüße gehen nochmal raus an meine Mitglieder. Wenn ihr diesen Kanal auch unterstützen wollt, werdet Mitglied auf diesem Kanal. Und dann, ja, sehen wir uns bald wieder. Reinhauen.